Kritik, sondern sprechen mit unseren subjektiven also das soll sich quasi erlaubt, etwas zu Liebe Zuschauende, dies ist keine Talkshow. Was wir Ihnen zu bieten haben, sind nichts als Worte, Worte, Worte. 90 Minuten lang Worte und wenn es gut läuft, das ist ein Ziel aufs Innigste zu wünschen, auch Gedanken. Wir werden über Bücher sprechen und über Schreibende, also über nichts anderes außer Literatur. Dabei wird es zu einem Streitgespräch kommen, wahrscheinlich unvermeidlich, und das wollen wir auch gar nicht vermeiden. Und mit diesen Worten von Marcel Reich-Ranitzky würde ich Sie gerne begrüßen zum kritikablen Quartett. Mit welchem Blick wird eigentlich auf Literatur in Deutschland geschaut? Wenn wir uns die heftigen Feuilleton-Debatten zu Übersetzungen, den Diskussionen zum Leipziger Buchpreis oder auch die vielen Diskussionen um das literarische Quartett anschauen, sehen wir aus zu wenigen. Und das möchten wir heute ändern. Die Gäste, die ich dazu eingeladen habe, schön, dass ihr da seid, sind einmal Ayshan Malonda. Ayshan ist Sängerin und Musikerin, hat 2019 ihre erste EP Mondin veröffentlicht. Außerdem gibst du Workshops, sprichst regelmäßig auf Panels, bist sehr aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen und bist Teil des CSD Berlin Orga-Teams. Schön, dass du da bist. Danke. Hi, schön da zu sein. Als weiteres ist Jacinta Nendi da. Jacinta ist Autorin, hat verschiedene Bücher geschrieben, zuletzt Die schlechteste Hausfrau der Welt, ist Bloggerin, Kolumnistin, Mutter und Englischlehrerin. Schön, dass du da bist. Hallo, schön, dass ich da bin. Als nächstes ist Mariam Aras zu Gast. Mariam ist Literaturwissenschaftlerin. Du schreibst für den Blog 45 Books regelmäßig intersektionale Essays über deutsche Literatur, häufig von postmigrantischen AutorInnen und die Reaktion, die sie hervorrufen. Außerdem promovierst du gerade in Bonn am Institut für Orient- und Asienwissenschaften. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich da bin auch, danke. Als letzten Gast, den ich Ihnen vorstellen möchte, ist zu Gast Nele Polacek. Nele hat auch bereits 2 Bücher veröffentlicht, hat in Heidelberg, Cambridge und Oxford studiert, in Oxford auch promoviert und war unter anderem Herausgeberin von Polaceks Kanon auf HR2 Kultur. Schön, dass du da bist. Freut mich, hier zu sein. Unser Anliegen und unser Ziel für dieses Panel soll sein, dass wir, wie gesagt, aus sehr verschiedenen Perspektiven auf erschienene Bücher schauen und über diese sprechen. Denn für ein besseres Morgen braucht es immer auch die Kritik am Bestehenden und natürlich sind auch wir zu kritisieren, wie wir hier sitzen und wie wir hier sprechen. Auch wir decken nicht alle Perspektiven ab und wir haben auch gar nicht den Anspruch auf eine objektive Literaturkritik, sondern sprechen aus unseren subjektiven Meinungen und Positionen. Dazu habe ich 4 Bücher ausgewählt von 4 AutorInnen, die ich sehr, sehr schätze. 2 der Bücher können in einen irgendwie gearteten Kanon vielleicht mit eingefügt werden, der auf der anstehenden Konferenz groß besprochen werden soll. Und 2 der Bücher sind im Self-Publishing erschienen und entziehen sich so auch ein bisschen einer normierten deutschen Literatur. Das
erste Buch, was wir heute besprechen wollen, ist von Noah So, nämlich der afrodeutsche Heimatkrimi Die schwarze Madonna. Das Buch ist 2019 erschienen und wie gesagt als Selbstveröffentlichung, nachdem Noah So von einigen rassistischen Erlebnissen mit renommierten Verlagen berichtet hat. Im Buch geht es um Fatou Fall, die mit ihrer Tochter Yesem nach Bayern fährt und dort in verschiedene Kriminalfälle verwickelt wird und auf eigene Faust anfängt zu ermitteln. Noah So hat, wie wahrscheinlich für viele andere Menschen, die in Deutschland von Rassismus betroffen sind, einen Diskurs geprägt und eine Sprache nahegebracht, um unsere Erlebnisse beschreiben zu können. Und das ist jetzt ihr erster Roman. Wie fandest du das Buch, Jacinta? Hallo. Also, bevor du mich gefragt hast, ob ich mitmache bei diesem Show, war ich gerade in einer Phase, wo ich ganz viele Krimis sowieso lese. Ne? Ich war in einer Krimi-Phase und deswegen hat es mir gut getan, dass ich gezwungen worden bin, eine Krimi auf Deutsch zu lesen. Ich muss sagen, ich kenne diese Art Krimi nicht. Ich habe diese Art Krimi, Deutschland-Krimi, nostalgische Deutschland-Krimi noch nicht gelesen. Es hat mir sehr gefallen, weil ich diese Art Krimi nicht kenne, kannte ich nicht das, was Noah So subvertierte. Aber also ich glaube, dass es deswegen mir nostalgischer vorkam, vielleicht, als wenn eine deutsche Person das gelesen hätte. Ich fand es sehr gut. Ich mochte die Figur sehr. Ich mochte die Geschichte um die Krimi herum sehr. Als Krimi-Leserin möchte ich sagen, dass es zu langsam war. Die Krimi war für mich persönlich zu langsam und nicht genug Clues. Bisschen mehr Clues. Aber ich fand die Detektiv sehr gut und ich finde das auch eine sehr gute Idee, ne? Kaufhausdetektiv und so. Ich bin ein bisschen so, auch bei Agatha Christie, ich finde es immer ein bisschen schade, wenn es nicht direkt Mord ist. Ne? Für mich soll ein Krimi sofort Mord sein. Oder ich bin zu altmodisch. Also für mich sofort Mord, dann ist es eine Krimi und auch Blut. Ne? Also ich finde es auch ein bisschen schade bei Christie, wenn es nur um Gift geht. Es soll Blut und Mord und dann, ne, oder? Also ich fand es gut, aber ich fände es besser, wenn es tatsächlich eine Terrorattacke gewesen wäre und sie die Schuld kriegt oder sowas. Oder ihre Tochter die Schuld kriegt und dann, ne? Ja, ist das zu hart? Und dann sie muss die Tochter befreien. Also, das ist nur meine Meinung. Als Krimi-Leserin sage ich das. Als Buchleserin fand ich die Beziehung zwischen Tochter und Mutter sehr, sehr gut. Hat mir viel gefallen. Dankeschön. Mariam, wie fandest du denn das Buch? Ich habe das Buch unheimlich gern gelesen. Ich bin auch nicht so richtig bewandert in diesem Genre der deutschsprachigen Regionalkrimis. Ich habe einen einzigen Köln-Krimi gelesen und dann habe ich es aufgegeben. Mir hat so, und dann dieser afrodeutsche Heimatkrimi hat mir in die Idee, die Konzeption, dieses Pastiche, was Jacinta schon gesagt hat, dieses Subvertieren dieser Genres, mit denen gespielt wird, fand ich super. Die Figuren fand ich großartig. Fatou und ihre Tochter hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dann die Beziehung mit dieser sozusagen neuen Tochter, die dazukommt, mit Isabel, mit eben einem kleinen Mädchen of Color, was aber in einer weißen Familie lebt und die sie eben mit unter ihre Fittiche nahm. Das fand ich sehr, sehr schön und diese Dinge schreibt Noah So großartig. Also die Rassismuserfahrung, die
in den Roman eingewoben sind, wie sie überlegt in einer Situation, in der sie Diskriminierung erfährt und ihre kleine Tochter dabei ist, wie sie tough und souverän reagieren kann, aber nicht so auffällig, dass ihre Tochter es irgendwie mitbekommt. Sie möchte einerseits irgendwie ihre Souveränität schützen und andererseits möchte sie am liebsten, dass ihre Tochter alles gar nicht mitkriegt. Und da habe ich mich sehr drin wiedergefunden und das hat mich sehr berührt. Was Jacinta gesagt hat, kann ich nachvollziehen. Es ist nicht sehr schnell erzählt. Und so dieses bayerische Setting mir war es total fremd. Ich fand es ganz cool zu lesen und ich konnte mir auch vorstellen, dass es so authentisch irgendwie ist. Ich war, glaube ich, ein einziges Mal in Bayern im Urlaub oder so. Wie gesagt, ich habe es gern gelesen. Die Sprache war nicht immer so ganz meins. Also, ich fand es manchmal nicht ganz auf den Punkt. Nicht so, die Sprache an sich hatte nicht immer sehr viel Eigenes. Das wäre so vielleicht meine Kritik daran. Aber die Story fand ich gut und wie gesagt, so diese Beziehungen, wie sie erzählt wurden, die haben mir vor allem gefallen. Vielen Dank. Nele, wie fandest du denn das Buch? Ich muss davor sagen, ich bin kein großer Freund des Heimatkrimis. Also Krimi ist sowieso, also auch das, wenn du sagst, du willst Blut und du willst Mord, will ich auch nicht so gerne. Verstehe aber, was du meinst. Ich fand es sehr schwierig, dass ich das Gefühl habe, dass die Genrekonventionen nicht wirklich ernst genommen werden. Dass ich das Gefühl hatte, hier ist eine Autorin, die offensichtlich und auch also nachgewiesenerweise, publizierterweise sehr viel zu Antirassismus zu sagen hat und sehr viel politisches Wissen, was auch fundiert ist, was sie mitteilen kann. Und jetzt entscheidet die, sich einen Krimi zu schreiben. Und ich hatte das Gefühl, ich hätte gerne mehr über die Beziehungen gewusst. Also ich fand ganz viel schön, aber es ist kein Krimi. Und es war für mich ein bisschen schade. Ich fand den Titel super. Ich dachte, die Schwarze Madonna, ein afrodeutscher Heimatkrimi, mega Idee. Super gemacht. Alles toll und dann fängst du an zu lesen und es plappert. Also es ist sozusagen der Punkt, wo das erste Mal irgendetwas Kriminalistisches passiert, ist einfach also für dieses Genre viel zu spät. Da werden einfach die Genrekonventionen, ich habe das Gefühl, nicht ernst genommen. Was ich für Leser des Genres, also wie gesagt, ich bin nicht jemand, der das wahnsinnig gerne mag, dieses Genre. Für mich hätte man den ganzen Krimi-Plot auch einfach weglassen können. Aber wenn man jetzt schon sich entscheidet, sich in ein Genre zu bewegen, finde ich, dann musst du die Craft, also dann musst du das Handwerk auch respektieren. Und das fand ich ich fand es sehr langsam, sehr langatmig. Ich hatte das Gefühl, dass die Kriminalhandlung, das erste Mal, dass irgendetwas Kriminalhandlungsähnliches passiert ist, bei 15%. Davor ist nur Familiengeschichte, Beziehungen, die Perspektive einer rassifizierten Frau, das alles. Aber, und jetzt noch der Krimi. Das kommt sehr, sehr spät. Ich fand auch in der Exposition gerade, dass das sehr handwerklich unsauber gearbeitet ist, in dem Sinne, dass da sitzen zwei Menschen im Auto und sagen sich Sachen, von denen du weißt, dass beide es schon wissen müssen, weil sie sind Mutter und Tochter. Also wenn irgendwie sehr viel sozusagen, das ist ein bisschen krimitypisch, das ist ein Problem, dass du dieses, was du auch in Medical Investigator, also wenn du so Ärzte hast, wenn zwei Ärzte sich erklären, wie eine Krankheit funktioniert und du denkst, hey, ihr habt das beide studiert, ihr wisst das, so ist es ein bisschen, wenn zwei Menschen in einer Familie sich ihre Familiengeschichte erzählen. Das fand ich sozusagen handwerklich nicht schön gemacht. Und ich fand auch, also das, was du sagst mit der Sprache, es gab da, das war schon sehr, für mich ein bisschen geplappert. Also so ein bisschen so Sätze, die sind, nachdem wir lange ausgeschlafen hatten und einem zuckerhaltigen Frühstück aus Dampfnudeln gingen wir zum Auto, wo ich denke, irgendwie das ist keine
Krimi-typische Sprache. Da ist Heimatkrimi sicherlich, also was Jacinta gesagt hat, ist Heimatkrimi irgendwie langsamer und possierlicher und hat mehr von diesen Elementen, aber es war schon teilweise, fand ich, dadurch sehr retardierend erzählt. Dankeschön. Das sind jetzt ja schon sehr verschiedene Positionen so im Raum. Wie fandest du das Buch, Aishan? Für mich ist es tatsächlich, ich bin witzigerweise dem Krimi-Genre eher im Filmischen verhaftet. Und da ist es tatsächlich immer sehr explizit so, dass es mit dem Mord hier anfängt, nicht wahr? Und insofern hatte ich immer auch das Gefühl, dass auch gleich mit dem kleinen Satz davor, so ein bisschen ähnlich wie Nele, ich weiß gar nicht, ob es absichtlich nicht ernst genommen wird, aber so das Gefühl einer kleinen, dass es so ein bisschen persifliert wird, das Genre, das habe ich dann quasi schon. Das ist die eine Ebene. So auf der anderen Seite ist es aber für mich natürlich als schwarze deutsche Leserin, die halt eben einfach auch diese ganzen Settings, sich damit zu beschäftigen, was ist eigentlich Heimat? Ich bin genau wie Protagonistin mit einer weißen Mutter sozialisiert zum Beispiel irgendwie und habe genau diesen beschaulichen Background tatsächlich. Also ich konnte mich damit wahnsinnig gut identifizieren, auch die sich immer wieder wiederholenden Kommunikationen, die ich mit meiner Mutter hatte. Deswegen fand ich die Exposition jetzt gar nicht so. Es ist halt einfach, it's literally das, dass man halt wirklich auch so eine unterschiedliche Beziehung ja auch zu seinem eigenen Schwarzsein zwischen unterschiedlichen Generationen hat und da stößt man immer wieder aneinander und deswegen habe ich auch zum Beispiel irgendwie seit 20 Jahren immer wieder die gleichen Unterhaltungen mit meiner Mutter. So, also das ist einfach so und zwar gerade immer dann, wenn wir unser Schwarzsein verhandeln und das fand ich tatsächlich, das hat mich tatsächlich eher an was erinnert, so wo ich so dachte, okay, damit kann ich voll gut was anfangen und ich würde es tatsächlich auch total gut finden. Ich finde tatsächlich dieser Roman ist so ein bisschen in seiner Existenz schon so ein politischer Akt fast, ja, also dass er es sich quasi erlaubt, etwas anderes sein zu wollen irgendwie als ein antirassistisches Buch, ja, sondern dass er wirklich irgendwie dass sich Noah Sau in ein Genre hineingewagt hat. Das fand ich jetzt wiederum total interessant und dafür allein muss ich ihr gefühlt schon applaudieren, weil ich es halt einfach sehr, sehr groß finde und weil sie natürlich auch da so reingeht und quasi ja auch, es gibt ja kein Maß für das, was sie da macht irgendwie, weil das machen halt einfach, der Markt sieht halt auch einfach nicht so aus, dass du jetzt als schwarze Autorin halt hingehen kannst und sagen kannst irgendwie, ich schreibe jetzt irgendwas, was nichts mit Rassismus zu tun hat. So, also deswegen fand ich es tatsächlich fast schon die Aufgabe und auch die Art zu denken, aus der sie rauskommt, die Logiken, die Kontexte, in denen sie bisher ihre Sachen so geschrieben hat, das irgendwie zu verlassen, das fand ich sehr mutig und insofern kann ich dann auch verzeihen, wenn es in der ersten Runde nicht ganz so gut geworden ist, würde ich sagen. Also so handwerklich jetzt. Ja, kann ich kurz sagen, ich denke auch, dass sie wird mehr Krimis über diese Frau schreiben und die werden handwerklich besser. Und obwohl Agatha Christie sehr, sehr rassistisch war das auch so, dass Hercule Poirot ausländerfeindlich behandelt worden ist und dass er manchmal das benutzt hat zu seiner Vorteil, wenn er die Omis gefragt hat und die haben ihn unterschätzt. Also ich finde es für den Krimi nicht so, ist schon was total Neues in Deutschland, dass das passiert ist, aber es ist nicht so widersprüchlich, oder? Ich finde, das könnte wirklich gut werden, ne, mit dieser Kaufhausdetektivin. Aber mehr Blut. Und der Mord muss wirklich am Anfang sein. Also das ist auch so ein bisschen, ja, also auch so gerade als so wirklich passionierte Radiotatorthörerin, ja, irgendwie, die 100 Folgen am Stück bingen kann, so let's do it in the beginning. Ich will nicht erst 50 Seiten lesen müssen, bis was passiert. Es gibt auch Agatha Christie's, wo 100 Seiten gehen ohne den Mord, aber da ist immer so ein Prolog, wo du siehst, wie der Mörder das plant oder sowas. So viel Vorgeschichte ohne das Verbrechen gibt es nicht. Aber magst du nicht sowas wie, ich mag das eher so wie bei Midsomer Murders, weißt du, also wo diese ganze Beschaulichkeit erstmal so angesagt wird irgendwie und das guckt man sich so 2 Minuten lang an und dann
das, was du gerne magst. Ich weiß, wie das besser wäre, wenn nur auf den Weg dahin die irgendwie die Verdächtigten gesehen hätten auf einer Autobahn, Raststätte, sowas. Ja, das ist das Midsomer Murders Konzept. Ja. Genauso ist das. Also du kriegst quasi, Midsomer ist ja dieses fiktive County da in den UK und dann kriegst du halt irgendwie so ein, im Prinzip kennst du alle Verdächtigen schon und den Mörder hast du auch schon mal gesehen am Anfang. Das ist immer gut. Musst du dir mal angucken. Mich stört das überhaupt nicht so wahnsinnig. Also ich bin zwar, ich lese nicht so wahnsinnig viel Krimis, aber ich lese ganz gerne Krimis, aber meine Liebsten sind eigentlich sonst, ist die Marseille-Trilogie von Jean-Claude Izzo. Und da ist es eigentlich auch so, dass erstmal die Figuren irgendwie relativ lange eingeführt werden. Es werden irgendwie politische Gemengelage anhand von den Figuren irgendwie erzählt. Es werden Konflikte erzählt und dann passiert ein Verbrechen. Und also vielleicht oute ich mich jetzt irgendwie hier als Non-Krimi-Leserin, aber also das hat mich tatsächlich überhaupt nicht so gestört, dass das irgendwie so lange gedauert hat mit dem, also generell könnte das Buch, hast du schon recht, so ein bisschen schnelleren Pace haben im Erzählen, aber dass das Verbrechen jetzt später kam, fand ich gar nicht so schlimm. Und ja, ich hätte eigentlich gerne noch mehr über die Figuren erfahren, so auch diesen angedeuteten queeren Background irgendwie von der Ziehmutter und so. Das fand ich alles unheimlich spannend, auch fand ich auch eine interessante Figur. Genau, und ja, also ich fand so, was du gerade schon gesagt hast, Aishan, überhaupt diesen politischen Akt, dieses Buch zu schreiben, diesen afrodeutschen Heimatkrimi. Mich hat das total erinnert, auch sozusagen eine filmische Referenz an dieses Genre Pastiche und und eben die Subversivität eines Mischen von Anna Lily Amirpours Film Go Works Home Alone at Night. Das ist ein Iranian Vampire Spaghetti Western. So, und ja, so die Assoziation war bei mir relativ schnell da. Und ich bin auch super gespannt, was da noch kommt. Ja, vielleicht muss man das auch so ein bisschen dann nochmal auch für sich gedanklich ein bisschen dekolonialisieren irgendwie. Also was darf denn jetzt quasi, also wenn man jetzt, was darf denn ein afrodeutscher Heimatkrimi? Muss es diese Auflagen überhaupt geben? Muss er sich diesen Konventionen, die dem Genre und denen das Genre unterliegt, irgendwie beugen? Also ist das irgendwie verpflichtend? Macht es ihn dann besser? So, also das wäre dann für mich so eine Frage, wo ich noch nicht so ganz dahinter komme. Also ich meine, was wir gewohnt sind, ist natürlich schon auch dann das, was wir halt eben, aber wie gesagt, da wird es dann doch sehr schnell, kommen wir in rassifizierte, patriarchale Stereotypologien einfach rein. Ne? Da kann ich vielleicht auch sonst, möchtest du? Mein Problem damit ist, dass das Buch sich für einen Genremarker entschieden hat. Also mein Problem ist ein bisschen, du kannst Punk machen, du kannst Heavy Metal machen, du kannst deine eigene Musikrichtung erfinden, aber dann sag nicht, ich bin Popsängerin. Aber was ist mit Columbo? Ich meine, Columbo ist ein Krimi, die total die Regeln bricht. Nein, du kannst auf Kenntnis einer Genre-Regulation kannst du sagen, ich gehe mit diesem Genre leicht anders und das musst du sogar. Also you need a twist. Ja. Ich hatte aber nicht das Gefühl, dass hier irgendwie subversiv mit einem Genre umgegangen wird, sondern also ein bisschen hatte ich das Gefühl, als du gerade geredet hast, dass wir die gleiche Sensibilität hatten, nämlich ich fände es gut, wenn es kein Krimi wäre. Und das ist ein bisschen mein Problem, dass ich das Gefühl habe, ich finde es so großartig, den politischen Akt, einen afrodeutschen Heimatkrimi zu machen. Dann hätte ich aber gerne, wenn du Krimi draufschreibst, dass auch Krimi drin ist. Oder sag, hey, ich mache keine Genre-Literatur, dann hast du all die Freiheiten und dann schreibst du das Buch, was wir beide gerne gelesen hätten. Aber ich finde, also Genre sind ja Hinweise an Leser. Also mit einem Genre, wenn ich Krimi draufschreibe, sage ich meinem Leser, dass es eine gewisse Erwartung, dass er zu Recht eine gewisse Erwartung hat. Und dann finde ich es schwierig, wenn ich beim Lesen nicht sehe, warum die gebrochen ist oder dass da irgendwas mit dem Genre passiert, sondern dass so ein bisschen am Genre vorbeigeschrieben wird.
Aber wer bestimmt diese Marker? Also da irgendwie dann möchte ich irgendwie dann doch ein bisschen mehr noch darüber nachdenken, wer bestimmt diese Marker, weil sie ja schon doch auch von unserer Lokalität, von uns als Lesenden, wo wir hier jetzt gerade auch zusammensitzen, dann doch schon abhängig ist. So, also ich meine, wir hätten sicherlich ganz andere Vorstellungen davon, wenn wir jetzt irgendwie zusammen in Namibia irgendwie sitzen würden, was einen guten Krimi wirklich konstituiert. Und das ist ja schon etwas, was man jetzt nicht so von der Hand weisen kann, weil Krimi ist ja auch gerade als Genrebeschreibung sehr groß. Also nicht wahr? Das ist ja sehr vage. Da kann ich vielleicht einhaken. Also ich muss sagen, ich bin auch in den Roman eingestiegen mit einer Erwartungshaltung und da tatsächlich auch so orientiert an so weiß-deutschen Heimatkrimis, weil das auch das ist, wie ich aufgewachsen bin. Und fand es tatsächlich auch ein bisschen langatmig, also gerade am Anfang tatsächlich, was du auch sagtest, Jacinta, so da haben so die Clues gefehlt. Und andererseits habe ich mich so ein bisschen gefragt, an wen sich das Buch richtet, weil zwar, oder das habe ich so gemerkt, mein größtes Problem mit so deutschem Heimatkrimi ist, dass ich halt immer wieder auf irgendwelche rassistischen oder sexistischen Stereotype so gestoßen werde, die ich aber gar nicht hören will. Und da habe ich eben gehofft, dass ich die in diesem Buch nicht höre und also habe ich in der Form natürlich auch nicht und konnte trotzdem bei dem Buch nicht so abschalten, weil es sich dann doch wieder explizit auch um Nazis, Burschenschaften etc. gedreht hat. Und das war etwas, was ich schade fand, aber was auch, glaube ich, hauptsächlich mit meiner Erwartungshaltung so zusammenhing und weniger mit dem Buch. Aber das hat mich jetzt zum Beispiel nicht so gestört, weil da muss ich dann einfach sagen, so auf einer ganz realen Ebene sind das nun mal die Orte, also die Parteien, gegen die ich mich jetzt in meiner Position als prekarisiert verstehe. Das ist nun mal, die müssen in einem Krimi irgendwie gefühlt für mich vorkommen dann. Aber es ist ja auch, also hallo, Heimat. Also ich meine, dass dass Noah Sau dazu ein gestörtes Verhältnis hat. Also das ist ja klar. Also und das wird ja diese ganzen Brüche und auch, dass sie schon von vornherein mit einer Grundaggression in das Thema reingeht, das ist für mich auch relativ offensichtlich so. Also ich finde es wirklich kein Problem, wenn die Kaufhausdetektiv Rassismus thematisiert und so, ne? Also ich finde es sowieso kein Problem, aber ich finde, es kann auch für die Krimi funktionieren. Und ich denke, sie muss nur lernen. Es ist nicht so leicht, ein Krimi zu schreiben. Sie muss nur lernen, die Clues. ich würde aber wirklich gerne noch mal was zu diesem Heimatkrimi sagen und zu der Erwartungshaltung und zu Erwartungshaltungen hinter dem Wort Heimatkrimi. Also wie Aishan gerade schon gesagt hat, die Autorin hat ein total gestörtes ein total gestörtes Verhältnis zu dem ganzen Wortfeld, wie es irgendwie üblicherweise weißdeutsch diskutiert wird. Und das steckt irgendwie alles für mich hinter diesem Label afrodeutscher Heimatkrimi. So, Heimatkrimi für wen, von wem, was ist Heimat in diesem Buch und für Noah Sau so. Ja, aber das sind doch jetzt... Und darum geht es gerade, finde ich. Also so, da muss ich irgendwie also ich war als Leserin total offen und ich hatte überhaupt keine Erwartungen eigentlich. Also vielleicht liegt es auch daran, dass ich irgendwie das Genre nicht so viel gelesen habe. Aber ich finde, für mich ist das ein Marker wie Iranian Vampire Spaghetti Western und ich gucke mal, was kommt und was die Autorin mit ihrer Positionalität daraus macht. Mir geht es aber nur ganz kurz, es ging mir jetzt nicht um was Inhaltliches, ne? Es ging mir ums Pacing und die Anzahl der Clues und um rein handwerkliche Fragestellungen. Ja, aber das kannst du doch nicht ganz trennen. Also ich finde nicht, dass du Form und Inhalt und sozusagen die Erzählposition, das kannst du doch nicht irgendwie feinsäuberlich voneinander trennen.
Vielleicht kommen wir auf diese Frage später. Wir haben nämlich noch einige weitere Bücher. Wir kommen schon nicht weiter jetzt gerade. Genau. Ne? Aber ich wollte nämlich auch noch auf was eingehen, was du gesagt hast. Irgendwie letztlich ist die Frage nämlich auch, für wen ist das Buch überhaupt geschrieben? Genau, voll. Und eben deswegen habe ich da auch meine Erwartungshaltung tatsächlich so betont. Und ich denke, ich bin da auch einfach gar nicht so die Zielgruppe. Aber genau, ich würde jetzt gerne weitergehen mit dem nächsten Buch, nämlich zu Shader Kurt und dem Buch Radikale Zärtlichkeit, was 2021 erschienen ist. In dem Buch hält Shader Kurt ein flammendes Plädoyer für mehr Kommunikation, für Aushandlungsprozesse, für Polyamorie. Für mich hat sich tatsächlich beim Lesen ein bisschen oder weniger die Frage gestellt, warum mehr radikale Zärtlichkeit, sondern eher wie. Und nach dem Lesen habe ich irgendwie nach wie vor diese Frage ein bisschen. Aber wie ging es dir damit, Jacinta? Oh, Entschuldige bitte. Ich fand das Buch richtig schön und ich habe Mariam erzählt von der Folge bei Friends, wo die alle dieses Selbsthilfebuch lesen und Rachel sagt zu Phoebe, dieses Buch hätte getitelt werden, Liebe Rachel, ende dein Leben oder bla bla bla. Be your own Windkeeper. Ja, genau. Dear Rachel, be your own Windkeeper. Und ich habe wirklich bei manchen Stellen in diesem Buch gedacht, das soll, liebe Jacinta, seid zärtlicher mit dir selber. Der Grund, weshalb es für mich so interessant war, ist, weil ich so heterosexuelle, gewalttätige Ideen von Romantik habe. Ne? Ich bin viel älter als Shader und ich habe sehr viel gewalttätige Bilder von der Liebe und ich bin viel zu heterosexuell für mein own good. Und ich finde es sehr interessant. Und eine Sache, wo ich wirklich viel darüber nachgedacht habe, diese Stelle, wo sie redet von dem Polizisten, der bei Twitter gesucht hat, die Frau, die er geholfen hat. Und ja, also ich habe viel darüber nachgedacht, dass das eigentlich eine Art Gewalt ist und dass okay, es klingt jetzt total kitschig, aber dass wir ältere Frauen ein bisschen lernen können von den jüngeren Frauen, dass es Gewalt ist, weil ich empfinde es in meinem Herzen nicht so. Ich weiß in meinem Gehirn, dass es ist so, aber ich empfinde es in meinem Herzen nicht so, weil ich mit so gewalttätiger Ideen von Liebe groß geworden bin. Ne? Und das wird immer nur klar, wenn man wieder guckt, alte Filme. Ich habe neulich diese mit Aidan Quinn wieder geguckt und die Sexszene ist eine Vergewaltigungsszene fast und es soll Romantik sein. Also ich habe das Buch geliebt. Ich würde fast sagen, ich habe es geliebt. Wirklich, es hat mir sehr viel gegeben. Dankeschön. Wie fandest du das Buch, Nele? Ich bin total hin und her gerissen, weil auf der einen Seite, muss ich jetzt mal ganz kurz was Persönliches sagen, ich mag Shader Kurt wahnsinnig gerne als Person. Ich finde sie fantastisch. Ich gebe ihr mit zu den Thesen des Buches, dass es ist ein bisschen eine antikapitalistische Kritik der romantischen Liebe, die romantische Liebe in diesem sozusagen diese Vorstellung von den einen, den man findet, der dann alles für einen sein muss, der beste Freund, der perfekte Liebhaber, die perfekte Liebhaberin, whatever. Diese Vorstellung, also eine Kritik von dieser Vorstellung und sie setzt sich ein für diesen Begriff Zärtlichkeit, weil sie sagt, Liebe ist so ein Deckmäntelchen für ganz viele Formen von Abuse, von gewaltsamen Beziehungen. Also dieses sozusagen, dass man eine Frau oder einen Mann windelweich schlagen kann und immer noch behaupten kann, dass man diese Person liebt und dass
sozusagen deswegen setzt sie sich ein für Zärtlichkeit, weil Zärtlichkeit, du kannst nicht jemanden schlagen und sagen, dass es zärtlich ist. Finde ich alles vernünftig, finde ich, und natürlich deswegen, also also sozusagen, setzt sich gegen, also Cis-Heteronormativität, sie sagt, Beziehungen sind politisch, das heißt auch in Beziehungen, die sozusagen Kontexte von rassifizierter Diskriminierung hören halt in der Beziehung nicht auf und da muss man sich auch in der Beziehung mit auseinandersetzen, abgesehen davon Poly und Monogamie ist eh nicht so cool. Ich gebe ihr mit absolut allem, was sie sagt, recht, aber ich habe ein ganz, ganz großes Problem und da sind wir tatsächlich beim Thema dieser Konferenz, was mit Kanon zu tun hat. Und zwar macht sie eine Kritik von, ich verspreche, dass ich zu keinem Buch so lange reden, so eine lange Antwort, das ist meine längste Antwort und danach höre ich auf, versprochen. Sie macht eine Kritik von einer Vorstellung von cis-heteronormativer, patriarchaler Liebe. Und die baut sie auf, indem sie sich mit bestimmten kanonischen Autoren auseinandersetzt. Da kommt zuerst Erich Fromm, dem sie seine Cis-Heteronormativität vorwirft, womit sie ein bisschen recht hat. Ich weiß, dass ich es gelesen habe, gab es Sachen, die mich gestört haben und ich dachte, okay, da bricht das ein bisschen auf, da versteht er, dass es Genderrollen sind, aber trotzdem ist es ein bisschen ein cis-heteronormativer Blick, mit dem ich Probleme hatte und dann gedacht habe, naja, es ist 1956, er ist schon sehr weit für seine Zeit. Aber ich verstehe die Kritik. Aber wenn man eine antikapitalistische Liebeskritik macht, romantische Liebeskritik, dann musst du erwähnen, dass das ist, was Erich Fromm in seinem Kern tut, dass das Cis-Heteronormative ist eine Seitensache. Das Wichtige ist, dass er sich gegen die Kommodifizierung der romantischen Liebe wendet. Das ist ein zutiefst antikapitalistisches, wichtiges, antiromantisches Buch. Und das nimmt sie nicht wahr. Das war der erste Punkt, wo ich dachte, du musst doch deine Vorväter und Vorfahren musst du doch anerkennen und kannst sie nicht nur unter den Bus schmeißen. So, dann kommen wir zu Platon. Und da war bei mir der Punkt, und ich habe lange mit mir gerungen, ob ich das so sage. Es ist aber einfach so, dass ich einen Loyalitätskonflikt habe, weil, was sie über Platon, sie nimmt dann sehr stark dieses Symposium, das Gastmahl und nimmt sozusagen setzt gleich, es gibt im Symposium verschiedene Monologe zur Liebe. Und da gibt es einen, der ist, die Menschen waren ursprünglich Kugelwesen, die haben 2 Hälften und weil sie so mächtig waren, hat Zeus sie getrennt in ihre Hälften und deswegen suchen sie einander jetzt. Und das setzt sie gleich, sie sagt, das ist die platonische Liebesposition, das stimmt aber nicht. Es ist die Position einer der Figuren im Symposium. Und das ist nicht die Figur, die dieses Buch propagiert, das ist sozusagen Aristophanes Haltung und Platon als Autor distanziert sich davon und ist immer auf der Seite der sokratischen Haltung und die hält das für Blödsinn. Also sie nimmt etwas als die Aussage eines Buches, was die Anti-Aussage dieses Buches ist, sagt dann, und das ist wahnsinnig cis, also impliziert sehr, sehr stark und immer wieder, dass dieser platonische Blick cis-heteronormativ ist. Das Problem ist, dass diese Kugelmenschen männlich, weiblich und nicht binär sind. Platon hat in seinem Symposium, denkt er 3 Geschlechter. Und sie sagt, es ist heteronormativ, Platon ist alles andere als heteronormativ, das ist ein zutiefst queerer Text, mit dem sie sich auseinandersetzt. Und ich finde es im Zuge einer queeren Liebeskritik wichtig, dass den Vorvater von queerer, nicht-binärer Literatur nicht unter den Bus zu werfen und nicht zu sagen, das ist, als würde ich sagen, ich mache jetzt hier, ich weiß nicht, ich mache jetzt hier jüdische Literatur, indem ich irgendwie Marcel Reich-Ranitzky, Maxim Biller und ich weiß nicht, wen unter den Bus werfe. Das geht einfach nicht. Dann sagt sie, dass es antifeministisch ist und zitiert die Politeia, ein Text, in dem Sokrates sagt, dass Frauen und Männer gleichwertig sind und Frauen Philosophenkönige sein könnten, wenn sie nicht Mutterschaft und Care-Arbeit haben und sich dafür ausspricht, dass du Kinder von den Eltern trennen muss, damit Frauen ihre Gleichwertigkeit haben können und dass Kinder von einem Kollektiv erzogen werden müssen. Das ist ein zutiefst queer, radikal queer feministischer Text und sie nimmt ihn als Ausgangspunkt von einer Kritik, sie nimmt genau den falschen Text. Und das tut mir in der Seele weh, weil das die Texte sind, die mir als
junger Mensch gesagt haben, Frauen sind genauso viel wert wie Männer. Das ist für mich, das ist mein sozusagen queer-feministisches Awakening, was sie unter den Bus schmeißt. Und da steigt es bei mir aus. Ich finde, wir müssen sagen, hey, wie geil, die Wurzel der westlichen Kultur ist ein so krass, radikal, queer-feministischer Text. Und nicht sagen, wir machen hier was Neues, was sozusagen vollkommen weggeht von westlicher Kultur. Mariam, würdest du dich dem anschließen? Ehrlich gesagt bin ich da ein bisschen überfragt, weil ich meinen Sokrates und meinen Platon nicht so parat habe wie Nele offenbar. Da kann ich leider an die Stelle des Diskurses kann ich leider nicht so richtig andocken, muss ich sagen. Ich habe das Buch wahnsinnig gerne gelesen. Ich mag die Erzählerin dieses Buches, also ich mag ihre Stimme sehr, sehr gerne. Es ist es ist, denke ich, ein Buch, was zur richtigen Zeit kommt und einen emanzipatorischen Diskurs irgendwo in den Mainstream trägt. Und deshalb bin ich ihrem Buch und Shader wahnsinnig dankbar. Also so diese Idee, dass Liebe politisch ist und dass wir mit unseren Beziehungen irgendwie Keimzellen des Politischen sind, ist jetzt nicht wahnsinnig neu. Das behauptet sie ja aber auch im Grunde nicht. Ich finde, sie macht es aber, also ich finde diese Art eben von sich aus zu erzählen, dann verschiedene DenkerInnen, Filme zu zitieren, die irgendwie ihre Jugend geprägt haben und ihr eben, wie Jacinta schon gesagt hat, irgendwie ihr gewaltvolles Bild eigentlich von Romantik, mit dem sie groß geworden ist, zu zitieren, gefällt mir sehr, sehr gut. Und auch diese Haltung, aus der sie erzählt, mit der kann ich irgendwie sehr gut mitfühlen. Und ich habe auch das Gefühl, dass dieses Buch eine sozusagen ein Mainstreaming im positiven Sinne ist von eben von einem BPOC-Diskurs an BPOC-LeserInnen, nicht ausschließlich bestimmt, aber es ist eben auch an ein Wir gerichtet, was nicht weiß heteronormativ ist, und deshalb ist es gut, dass es dieses Buch gibt. Dankeschön. Wie fandest du das Buch, Aishan? Ich bin immer noch sehr überfahren von deinem Rant jetzt tatsächlich und muss da kurz einfach, ich hoffe, ich kann dich gleich direkt ansprechen und einfach mal so ein paar, also weil das einfach Verständnisfragen für mich sind, weil du jetzt gerade Platon und Sokrates als sehr, sehr revolutionäre, queere Werkschaffende beschrieben hast. Und also für mich sind es schon, jetzt Sokrates nicht so sehr, aber Platon hat für mich schon sehr patriarchale, also sehr, so für mich ist er mit Patriarchat sehr, also mit der Gesellschaftsform sehr verknüpft, tatsächlich, also mit der historischen Gesellschaftsform. Und ich meine, zu diesem Zeitpunkt, wo er diese Dinge geschrieben hat, waren ja die matrilinearen Gesellschaften, die es davor gab, noch nicht so lange her. Und das hat sich ja und das andere bei diesem Sokrates-Ding, das verstehe ich natürlich auch, aber auch hier wieder die Frage, also so aus so einem matrilinearen Kontext heraus, warum können Frauen nicht auch all das sein, wenn trotzdem Mütter und Care-Arbeit und so weiter. Also das ging ja in Antikes Griechenland, ne? Ja, aber das ging in den Gesellschaften davor ja durchaus auch. Also das ist ja, wie gesagt, das ist ja also bis zum Übergang der Eisenzeit war das ja genau Realität in diesem Konstrukt, was wir also mit dem Einfallen der Indoeuropäer sind, die
Gesellschaften dann halt eben eher patriarchal geworden, durch kriegerische Auseinandersetzungen eigentlich eher, ja, nicht so sehr. Also und da erst überhaupt hat sich diese Geschlechtertrennung so eingeschrieben und das basierte ja schon eher auf Machterhaltung und Kriegsführung. Also das waren ja die Gesellschaften, wie sie sich dann plötzlich aufbauten und deswegen frage ich mich so ein bisschen, ich verstehe also das verstehe ich jetzt gerade nicht so, wie das so zusammengeht, weil also jetzt gerade auch, also wären das jetzt so queerfeministische Stimmen gewesen, hätte ich sie mir anders imaginiert, auch in einem antiken Griechenland, mit der Erfahrung, mit dem, was sie zu denken in der Lage waren, ja durchaus. Ich glaube, dass Platon ein unendliches sozusagen Cis-Het-Washing erlebt hat. Also die wenigsten, die über Platon reden, haben ihn gelesen. Ich habe ihn gelesen. Und ich glaube, dass sozusagen, es gibt eine Tradition, die verwendet ganz kleine Fragmente, genau die Fragmente, die Shader auch verwendet. Wenn du die Texte liest, dann zum Beispiel ist es die Lehrer, die Sokrates erwähnt, seine Lehrer sind immer Frauen. Es ist total queer, also das ist einfach, das ist auch sozusagen nicht, da sage ich nichts Neues. Jeder Mensch, der sich mit den alten Griechen beschäftigt hat, weiß, dass sie natürlich, ist ja das klar. waren schon, ja, ich weiß. Ja. Nein, ich meine nicht nur dich. Ich meine, das ist sozusagen auch nicht, das ist sozusagen, soweit ist das Cis-Washing nicht funktioniert. Tatsächlich diese wahnsinnig, also in der Politeia, als die Vorstellung von einer gerechten Gesellschaft bei Platon ist, also bei Sokrates, ist, also das, was Sokrates propagiert, aufgeschrieben von Platon, ist, dass Kinder kollektiv erzogen werden müssen. Und das ist natürlich in matrilinearen Gesellschaften auch so, dass es nicht so ist, die Mutter kümmert sich ums Kind und der Vater geht arbeiten. Aber es ist halt von der Mutter aus gedacht, ja, aber es ist natürlich trotzdem ein kollektivistischer Ansatz. Und das ist die Vorstellung. Die Vorstellung ist, dass du Kinder kollektiv erziehen musst, aus zwei Gründen in einer gerechten Gesellschaft. Erstens, damit Frauen, wenn sie sehr viele Kinder kriegen, nicht immer an die Mutterschaft sozusagen gebunden sind. Und zweitens, damit du keine Erbschaftsstrukturen hast. Also der Plan ist, dass Kinder gar nicht wissen, also dass du ein Kollektiv hast und niemand weiß, welches Kind dein eigenes ist, damit du nicht sozusagen sagen kannst, dass die Reichen ihren Reichtum wiedergeben, weil sie wissen gar nicht, wem sie es geben sollen. Und das sind total radikale Ideen, die in diesen Werken sind. Die wurden dann sozusagen verschleiert und vergessen, aber es ist, wenn du die wirklich liest, das ist krass. Da gibt es ganz viel Problematisches, also zum Beispiel in der Vorstellung von Menschen mit Behinderungen, was du dann wieder verstehen kannst, dass sozusagen eine griechische Gesellschaft, die nicht die medizinischen Möglichkeiten hat, einen anderen Umgang hat, aber was ich problematisch finde. Also es gibt Sachen, die ich an Platon sehr problematisch finde. Was nicht problematisch ist sozusagen, er ist nicht heteronormativ, er ist nicht cis-heteronormativ und er ist nicht er ist nicht intellektuell frauenfeindlich. Und jetzt kannst du darüber diskutieren, also natürlich, und auch wenn du über Bronzezeit redest, es geht ja bei Platon, das ist ja sozusagen, geht ja um Schriftkultur, um philosophische Kultur. Also es geht darum, welche Möglichkeiten müssen Menschen haben, um gute Philosophen zu werden. Und das sind natürlich andere Möglichkeiten, als du in der Bronzezeit brauchst. Das heißt, es geht darum, wenn du sozusagen, Menschen brauchen den Freiraum, um zu denken, und das oder kannst Muße, du nicht. Muße, wie halt gesagt wurde. Aber Ja. das wäre ja, es hätte ja durchaus auch eine andere, man hätte sich ja durchaus auch für eine andere, Sokrates hat es ja scheinbar getan, aber das hätte Platon natürlich auch tun können, sich für eine andere Aufteilung der Gesellschaft letztlich auszusprechen. Ich habe noch nicht geantwortet, ne? Ich wollte gerade sagen, so wunderschön ich es finde, euch über Sokrates und Platon reden zu hören, weil ich davon ehrlich gesagt ich wäre gleich auch fertig gewesen, weil dazu müsste ich viel tiefer irgendwie, meine Beschäftigung mit diesen Texten ist schon sehr, sehr lange her und da begebe ich mich auch auf viel zu dünnes Eis, deswegen entschuldige, das führen wir an anderer Stelle fort. Für mich war das Buch, ich finde es gut, dass es dieses Buch gibt. Für mich wurde darin jetzt nicht so viel Neues erzählt. Irgendwie, vielleicht fehlte mir sogar noch ein bisschen was, weil irgendwie jetzt so auf die Art und Weise, wie ich das Gefühl habe, was noch Zärtlichkeit mit einschließen sollte, ist auch noch die Umwelt
tatsächlich irgendwie. Und ich glaube, dieser Aspekt fehlte mir sogar noch irgendwie. Also, dass wir nur bei der Beziehung von Menschen untereinander geblieben sind oder Menschen mit sich selbst aber das zärtliche, mitfühlende, was man mit der Umwelt zum Beispiel entwickeln kann. Also ich meine, das ist ja auch noch eine Intersektion, die total wichtig ist, die total relevant ist jetzt gerade auch in dieser Zeit. Und das hat mir fast ein bisschen gefehlt. Andererseits ist es auf der Spiegel-Bestsellerliste. Die Leute sollten alle auf diesem Stand sein. Das wäre schon mal schön, mit offensichtlich einigen Tweaks, wo man wo man sagen müsste, okay, hier müsste man nochmal anders darüber sprechen, halt auch eben, was Whitewashing ist, ja, weil das, was wir jetzt aktuell über das Patriarchat halt wissen, was wir über Philosophie wissen, das sind einfach sehr weiße, kolonialisierte Vorstellungen bereits. Da ist eine anhaltende Kolonialität in der ganzen Veranstaltung, über die wir überhaupt nicht wirklich sprechen, die halt jetzt quasi in unserem und sowieso schon fast a priori jetzt da ist, weil wir überhaupt nicht mehr wissen, was davor gekommen ist. Und ich glaube, da könnte man noch viele weitere Bücher drüber schreiben. Das würde ich gut finden. Und jetzt höre ich auf zu reden. Irgendwie habe ich plötzlich so viel Space gehabt, entschuldige. Vielen Dank auf jeden Fall auch für den vielen Space. Ich würde jetzt tatsächlich auch schon zum nächsten Buch kommen. Kann ich kurz was sagen Ich bitte zu darum. radikaler Zärtlichkeit, bevor wir zum nächsten gehen? Ich denke, sie soll ein Buch für Teenager schreiben, Teenagerinnen, oder? Ich finde noch einfacher und noch mehr Selbsthilfe und über Liebe und auch vielleicht Consent für Teenager. Also wenn sie zuhört, soll sie mit meiner Idee zum Verlag gehen. Ist meine Idee. Noch ganz kurz, ich möchte noch sagen, ich finde genau das, also es ist ein gutes Buch, über das ich mich freue, dass es auf der Bestsellerliste ist. Ich freue mich, wenn diese Ideen, von denen ich euch recht gebe, dass sie nicht sehr neu sind, einem großen Publikum zugänglich gemacht werden. Nur das sozusagen, es war wirklich nur eine Detailkritik, die bei mir aus Loyalität zu jemandem, der mir als queerer Person, weiblich gelesener Person sehr, sehr viel bedeutet hat. Also es war es ist sehr emotional für mich. Das ist in Ordnung. Wir haben alle unsere Trigger. Sie kommen bestimmt noch Das ist an halt anderen Platon. Stellen. Dankeschön. Und damit würden wir zum nächsten Buch kommen, nämlich Biskaya von Schwarzrund. Biskaya kam 2016 heraus, wurde von Schwarzrund selbst herausgegeben. Und es ist ein afropolitaner Roman, der lyrisch, der aber auch in Prosa über schwarzes Leben in Deutschland berichtet, über Entwurzelung, auch da wird Heimat deutlich aufgegriffen und Heimatbezug. Wie fandest du das Buch, Aisha? Ich hatte tatsächlich wahnsinnig Schwierigkeiten zu verstehen, was in diesem Buch am Anfang passiert, weil ich sah dieses Biskaya, ich habe das gegoogelt, dachte, gibt es das wirklich irgendwie, was ist das für eine koloniale Kontinuität, die da drin beschrieben wird, habe dann festgestellt, okay, die gibt es nicht und solche Momente kamen bei mir relativ häufig dann noch vor allem als dann so in einem Beisatz irgendwie darüber geschrieben wurde, dass schwule Menschen die marginalisiertesten in der LGBTQIA-Community sind. Und ich dachte, okay, das ist auch so ein, jetzt verstehe ich die ganze Szene mit Beto und Matthew und dem Zwangsouting. Okay, jetzt habe ich das verstanden, warum das so ein Riesenproblem war. Das war mir so in der Form gar nicht klar, aber wahrscheinlich auch, weil es diese häufige Unterbrechung und mit diesen Songtexten gab und da werde ich dann als Sängerin, Songwriterin, glaube ich, ein bisschen picky. Mir haben diese Songtexte nämlich einfach nicht so gut gefallen. So, also ich brauchte sehr lange Zeit, um mich darauf einzulassen. That said, fand ich die Verstrickungen, die in diesem Buch waren, wirklich, wirklich gut. Mir haben die Figuren bis auf eine, glaube ich, richtig gut gefallen. Ein Stück weit fand ich die Brutalität, mit der in diesem Buch Dinge passiert sind, Charaktere eingeführt wurden irgendwie und gerade noch so da waren und rausgerissen wurden, fast auch ein bisschen too much. So, also wo ich dann auch so dachte, okay, manchmal war es so, dass
Und das weiß ich nicht, ob das jetzt so eine Writing-Skill-Frage war. Hatte ich gar nicht genügend Zeit, irgendwie ein Gefühl zu diesen Figuren zu entwickeln und dann waren sie weg und mir war gar nicht bewusst, wo die Grausamkeit da jetzt dran ist, außer dass sie gerade auf echt beschissene Weise gestorben sind. So. Aber das war so ein bisschen, ich bin tatsächlich total zerrissen, was dieses Buch angeht, weil ich möchte es tatsächlich lieben, weil es auf eine Art und Weise für mich etwas ganz, ganz Neues versucht und gleichzeitig gibt es aber so ganz viele Fragezeichen, Dinge, die für mich nicht richtig ausformuliert sind, Sachen, wo ich sage, okay, hier bin ich sprachlich nicht so ganz dabei. Ich fand es dann stellenweise dann doch auch irgendwie so, bin ich immer nur mit dem Finger entlang gefahren und dachte so, okay. Das kann ich schon alles lesen. So irgendwie, aber irgendwie ist es lyrisch nicht ganz so geil, teilweise. So, also das halt einfach. Also es war für mich richtig schwierig, aber dann die Story wurde halt hinten raus einfach wieder richtig gut. So. Deswegen, also es ist für mich ein ganz schwieriges Thema irgendwie. Ich glaube, ich hätte mir, glaube ich, weiß ich nicht, vielleicht müsste ich einfach noch mehr von Schwarz-Rund lesen, um vielleicht auch zu verstehen, aus welcher Welt heraus das kommt, was das eigentlich für eine Sprache ist, weil es war sprachlich einfach super viel los, auf total unterschiedlichen Ebenen. Also es wurden mehrere Sprachstile einfach eingeführt. Wir hatten halt, wie gesagt, halt diese Erzählung, diese Romanerzählung, dann hatten wir die Songtexte und dann hatten wir noch Briefe. Also wirklich, es wurden so viele unterschiedliche Stimmen halt da einfach drin vorgestellt, dass es wahnsinnig schwierig war, das beieinander zu halten. But I wanna love it. Ich weiß nur nicht, ob es geht. Vielen Dank. Wie fandest du denn das Buch, Mariam? I wanna love it too. Mir ging es aber ganz ähnlich wie Aishan. Also mit Sicherheit nicht 100%ig so, aber ja, ich fand auch, die Sprache ist sehr, sehr dicht. Mit den Figuren hatte ich eben ganz, ganz ähnliche Probleme. Die fand ich teilweise schwer greifbar. Was ich sehr mochte, so, ich glaube, es ist sogar fast noch eine vierte Form drin. Es sind nämlich zwischendurch oft so fast, also ich meine, die ganze Sprache ist sehr lyrisch, aber es sind zwischendurch fast so poemartige Absätze drin, in denen gerade die Situation nochmal kondensiert ist. Und das zum Beispiel fand ich sehr, sehr schön. Das hat mir sehr gefallen. Und ich war manchmal sogar in der Prosa sozusagen ein bisschen lost. Und dann kamen diese gedichtartigen Einschübe und die haben mich wieder irgendwie in diese Situation katapultiert und haben mich irgendwie total gegriffen. Und was ich wirklich toll fand, was ich toll geschrieben fand, war so dieses ganze körperliche Erleben. Also es ist irgendwie ein sehr physisches Buch und das fand ich echt auch irgendwie was Neues in dem Sinne. Also es schon irgendwie am Anfang gibt es wahnsinnig viel Blut, Jacinta. Und gekotzt wird viel. Und gekotzt. Aber die Hauptfigur empfindet einfach unheimlich viel körperlich und das hat mich irgendwie mitgenommen und das finde ich das hat Schwarz-Rund sehr, sehr gut geschrieben. Entschuldigung. Und das hat mir, glaube ich, fast am besten gefallen. So, weil sonst, ja, also mit den Figuren kann ich absolut Aishan folgen. Da war ich manchmal so ein bisschen verloren. Dankeschön. Nele, wie fandest du denn das Buch? Also es fällt mir nichts Besseres ein, als zu sagen, ich glaube, ich habe es wirklich nicht verstanden. Ich fand es extrem anstrengend. Also ich gebe euch beiden mit allem, was ihr gesagt habt, recht. Also habe das alles, glaube ich, auch so empfunden. Ich fand es enorm schwierig, dass ich bis zum Ende nicht verstanden habe, was das eigentlich für ein Buch ist. Und dann meine ich wirklich verstehen. Maybe
Vielleicht brauche ich eine Vorbildung, vielleicht fehlt mir ein Baustein, um zu verstehen, okay, das ist die Geschichte. Für mich waren es sehr, sehr, sehr viele Sachen, die dann aufeinander geworfen werden und dann taucht da noch ein Kind auf und dann explodiert das und dann kommt sozusagen das, also sozusagen Psychiatrie und dann fand ich diese fiktionalisierte Welt, die aber doch irgendwie einen politischen Anspruch zu haben scheint. Und ich finde, wenn der politische Anspruch da ist, dann muss ich dem Autoren oder dem Erzähler vertrauen können, dass er was abbildet oder was darstellt. Wenn sozusagen in dem Moment, wo das, was du gesagt hast mit den schwulen Männern, die meist marginalisierte, dann habe ich das Gefühl, das ist so weit weg von unserer Welt, dass schwule Männer die meist marginalisierte Gruppe in LGBTQ ist, dass ich dann gar nicht mehr weiß, wie ich jetzt damit umgehen soll. Genauso mit der Psychiatrie, dass sozusagen auf der einen Seite denke ich, okay, da soll eine Psychiatriekritik drinstehen, aber die Psychiatrie, die da abgebildet wird, ist so definitiv oder dargestellt wird, ist so definitiv nicht unsere Psychiatrie, einfach aus gesetzlichen Gründen. Also wenn man kann halt jemanden nicht einweisen, länger als 24 Stunden gegen dessen Willen in Deutschland. Man kann auch jemanden nicht zwangsmedikamentieren, weil es da einfach Gesetze gibt, die dem widersprechen. Und wenn das so also wenn sozusagen der Horror so dargestellt wird, aber ich denke, hey Moment, es gibt doch ganz viele schlimme Sachen in unserer Welt, aber das sind gar nicht die schlimmen Sachen, dann bin ich die ganze Zeit nicht sicher, was das Buch mit mir möchte. Genauso wie ich ein Problem hatte in den Figurenzeichnungen, dass so ein bisschen, also, dass jede weiße Person rassistisch ist, ich weiß es nicht, vielleicht kann sein, dass jede weiße Person dumm ist und nicht schlagfertig und nicht witzig und dass jede rassifizierte Person, jede queere rassifizierte Person schlagfertig, witzig und schlau ist, das verstehe ich nicht. Also da habe ich das Gefühl, das sind sozusagen zwei unterschiedliche Ebenen, wo ich das Gefühl habe, ich weiß nicht mehr, welche Kritik, welche Welt, was das mit mir machen soll. Ich glaube, da würde ich dir, also ja, es gibt diese gesetzlichen Vorgaben, aber gerade was so Zwangsmedikation angeht, haben auch die letzten Jahre gezeigt, dass sich an diese Vorgaben auch oft so nicht gehalten wird. Tatsächlich auch explizit in Psychiatrien, auch bei schwarzen Menschen. Dann sag mir das, dann ist das Buch, dann musst du aber in der Realität spielen. Dann musst du sagen, nein, ich sage etwas über die wirkliche Welt. Wenn ich immer in diesem Zwischenraum bin, wo ich nicht es weiß, sondern denke, ist das jetzt ein Vorwurf oder ist das eine Fiktion? Was ist das? Meine Erfahrung ist, dass Zwangsmedikamentation, also ich kenne Menschen, ich habe diese Erfahrung gemacht, ich kann sagen, das ist was, von dem ich weiß, dass es total schwierig ist und dass es Leute danach sagen, oh, ich wünschte, man hätte mich zwangsmedikamentieren können, weil dann wären bestimmte Sachen nicht passiert. Genau wie eine Zwangseinweisung, also dieses, dass man nach 24 Stunden wieder rauskommt. Solche Sachen, das ist sozusagen, ich habe Erfahrungen in dem Kontext und ich kann sagen, meine Erfahrung ist das überhaupt nicht. Wenn das eine Erfahrung ist, die hier abgebildet werden muss, dann muss die in der Realität, dann ist das ein ernstes Thema, worüber man so, und dann stört mich dieser Fiktionalisierungskontext, bei dem immer nicht klar ist, was es jetzt eigentlich ist. Ich weiß nicht. Also erstmal, wie gesagt, da ist auch wieder die Frage, für wen ist es geschrieben. Das war tatsächlich etwas, was für mich total verständlich war, weil Misogynoir in der Medizin ist halt einfach ein Ding und das ist halt eben eine schwarze, weiblich gelesene, queere Person, dass ihr das in diesem Kontext passiert, ist tatsächlich, it's not new to me. So, also das ist tatsächlich, dann bin ich aber offensichtlich auch das Publikum. So, vielleicht. Das ist das eine. Ich fand tatsächlich, wie gesagt, ich hatte Schwierigkeiten reinzukommen, aber eher aufgrund sprachlicher Feinheiten. Ich fand aber schon immer, und ich glaube, das war am Anfang noch nicht so klar, dass es so ist, weil wir haben da kurz im Foyer nämlich drüber gesprochen, ja. Die Tatsache, dass eine schwarze Sängerin so famous ist in der Hamburger Schule, das ist schon allein total fiktiv. Eigentlich macht dieser Roman von vornherein immer wieder diese Ambiguitäten auf und man muss es aushalten können. Wenn man es aushält, dann ist es tatsächlich eine gute Story. So mit, wie gesagt, diesem Ding mit den Charakteren, das ist tatsächlich ein bisschen nervig, weil ich so dachte, Mann, so ein, zwei Leute hätten ein bisschen mehr verdient, so irgendwie, und hatten diese Zeit nicht. Ich finde es tatsächlich dann auch nicht schwierig, dass dann irgendwie Leute überspitzt stereotypisiert werden.
weil das passiert auf der anderen Seite auch. Ja, Matthew als the black sassy gay friend irgendwie, das ist jetzt auch nichts irgendwie total Geiles. Das ist halt einfach ein totaler Stereotyp. So, und insofern, ich glaube, das will auch, oder auch, dass Stu jetzt zum Beispiel halt einfach immer so super messy ist, also, oder so, dass sie auf einmal diese super tragische Geschichte hat. Ich glaube nicht, dass dieser Roman irgendwie den Anspruch hat, realistisch zu sein mit keiner Figur. Also das glaube ich tatsächlich nicht. Das ist mir so nicht in Erinnerung geblieben. Und innerhalb der Utopie, die er aufmacht, funktionieren die meisten Figuren für mich aber trotzdem. Und deswegen ist die Story dann auch gut. Und in dem Moment, als dann literally der Ball droppt, und dann saß ich auch noch so da, okay, wow. So, also das funktioniert dann total gut. Wir sind jetzt schon mitten in der Diskussion. Dabei habe ich jetzt hinter noch überhaupt gar nicht gefragt, wie ihr das Buch gefallen hat. Mir gefällt es sehr, dass ihr es nicht verstanden habt. Also, weil ich habe es auch nicht verstanden und ich habe es sprachlich nicht verstanden und auch inhaltlich nicht, wegen der Sprache oder vielleicht wegen meinem Verständnis. Und ich war unsicher, wie berühmt sie ist. Ich konnte das nie vorstellen. Wie berühmt ist sie? Ne, weil wir haben alle Freunde, die denken, dass die berühmt sind. Und die sind es schon nicht. So bildberühmt, schon so JournalistInnen stellen berühmt. ihr nach, so berühmt quasi. Ja, das halt, ja, vielleicht deswegen kam es mir so ein bisschen Sweet Valley High Paralleluniversum vor. So ein bisschen Wish-Fulfillment? Ja, es war halt einfach total absurd. Wie Ja. gesagt, also es war wirklich ein wirklich total absurdes Setting und I ran with that. Und als es dann, once I ran with that, it actually started to make sense innerhalb der eigenen Logiken von dem, was halt in diesem Roman dann behauptet wurde. So. Das fand ich habe nicht bemerkt, dass die Weißen alle dumm sind. Habt ihr das bemerkt? Ich glaube, der Kellner, oder? Die Ich hab das Polizisten, wo sie dann auch sagen, Aber die Polizisten sind dumm. Ja, nein, And mir they geht's were nicht, racist too. Ja, das finde ich okay. Dass sie Rassisten sind, kein Problem. Fine. Dass sozusagen du das Gefühl hast, oder der Benno, ihr wisst, wen ich meine. Ah ja. Der ist dumm. Bei den Polizisten fand ich es auch wahnsinnig störend, dass sie sozusagen innerhalb von einem Satz sagt, cis-heteronormative Polizisten, wo ich denke, like, Dude, du bist seit 3 Sekunden mit denen zusammen. Du weißt nicht, ob die cis oder ob die hetero sind. Das fand ich sehr, sehr schnell. Also ich finde, es gibt so ein sehr schnelles, die Ärzte sind dumm, die Krankenschwestern sind dumm. Also es sind immer alle so dumm. Das ist also nicht, dass sie rassistisch sind. Voll okay, das kann ihre Erfahrung sein. Aber dass alle Menschen, die nicht schwarz und queer sind, automatisch nicht schlagfertig sind, nicht klug sind, nicht sozusagen auf jeder Hinsicht. Ich habe das auch ein Problem, was ich ganz oft mit Literatur habe, bei feministischer Literatur, wenn alle Frauen wahnsinnig stark, wahnsinnig schlau, wahnsinnig gut sind und alle Männer wahnsinnig dumm, wahnsinnig untalentiert, wahnsinnig schlecht sind, dann denke ich einfach, nee, es muss auch möglich sein, also nee, es gibt schon auch dumme Frauen. Es muss auch möglich sein, dass es dumme Frauen gibt. Und wenn das so, dann glaube ich den Rassismusvorwurf nicht mehr. Also sozusagen im Sinne von, wenn jemand sagt, und die sind alle rassistisch, denke ich, oh krass. Wenn jemand sagt, und die sind auch alle dumm, auch alle also nicht, dass sie das sagt, aber sozusagen, wenn alle schlechten Eigenschaften auf der einen Seite sind, wird dadurch der legitime Vorwurf, wirkt auf einmal nicht mehr so legitim. Und das ist ein Problem, was ich habe. Ich gehe in dieser Generalisierung nicht so ganz mit von den weißen Personen in dem Buch. Also ich finde nicht, dass die alle dumm und alle... Wer ist denn nicht dumm? Vielleicht habe ich was übersehen. Ihre MitbewohnerInnen zum Beispiel, die sind nicht alle dumm. Du meinst, also Plants, oder... Nee, ich glaube Mal Miles ist ja, tatsächlich nicht dumm. Miles ist Plants ist halt ein Arschloch. Aber Ja. Aber ja, Mal ist fand ich ein sehr empathischer Charakter. Also da gehe ich nicht so ganz mit. Und ich habe ein grundsätzliches Problem mit dieser Betrachtungsweise. Und das ist irgendwie lustig, weil mir das in der letzten Zeit so oft aufgefallen ist in Bezug auf Fiktion von schwarzen AutorInnen. Und zwar ist das die Differenzierung zwischen real und authentisch. Das ist das Problem,
dass hier sozusagen die Erzählerin, dass hier die Intention der Autorin mit der Stimme der Erzählerin verwechselt wird oder beziehungsweise du setzt Implizierter Autor. Du setzt sie gleich und Ich habe du sagst indem du sagst, alle Weißen sind dumm und nicht eloquent und so weiter in dem Buch. Also einmal sehe ich differenzierter und zweitens du bist halt, das ist diese Figur, so wie sie geschrieben ist. Wäre es eine First-Person-Narration, hätte ich das Problem nicht. Dadurch, dass es eine dritte Person ist, die also den Deckmantel der Authentizität, also die sozusagen das legitimisiert, die ihr immer Recht gibt. Also wenn es ist, aus der Perspektive eines Menschen, der bestimmte Erfahrungen gemacht hat, auch in der Psychiatrie war, vielleicht auch nicht immer nüchtern, also die ist ja auch nicht immer nüchtern und so, wenn es aus der Perspektive von der Figur geschrieben wäre, fände ich das alles okay. Das Problem ist für mich wirklich diese Differenz, dass du nochmal die Erzählperspektive hast, die sich nie von der Figur lossagt, sondern die alles sozusagen, das ist schon so. Es ist eine dritte Person und die Figuren, die beschrieben werden, die sind schon so. Ja, aber das ist doch auch schon eine Entscheidung. Also so, und das ist doch auch schon eine Erzählhaltung. Und das ist eine Erzählhaltung, das ist ja, sie ist ja, also Schwarz-Rund ist nicht die erste Autorin, die das so macht. Und habe ich es falsch gelesen? Ich dachte, das war so eine dritte Person, erste Person. Ja, oder? eben. Also ich habe glaube es so nämlich auch, das gelesen. war ja schon auch intendiert. Ja. Oder? Also Also dieser Zwischending, ne? Ja. So wie in einem Romance. She looked at his sexy body. Da ist keine Jane Austen-Erzählerin. Es ist fokalisiert. Es ist durch die ja natürlich, aber es werden ja trotzdem, also es gibt ja Marker der Unreliability, der, wie sagt man auf Deutsch, unglaubwürdig, Unzuverlässigkeit. Dankeschön. Genau, Marker der Unzuverlässigkeit und davon sind mir zu wenige. Ich habe zu sehr das Gefühl, dass die Figur legitimiert wird. Okay, ja, aber jetzt muss ich nochmal zurück, weil jetzt wir sprechen ganz viel über Legitimation und auch Glaubwürdigkeit und so. Und das Problem ist immer, also das Problem kommt für mich jetzt irgendwie, wenn da jetzt so ganz reale antischwarze Rassismuserfahrungen drin stecken und du jetzt sagst, die sind für mich nicht glaubwürdig oder das kannte ich so nicht. In dem Moment ist es für mich, das hat so eine leichte, eine ganz schwierige Energie tatsächlich. Und dann frage ich mich halt immer, wie wir das denn lösen, weil offensichtlich sind unsere Erfahrungswelten so unterschiedlich, dass ich dann manchmal das Gefühl habe, eigentlich dürften wir nicht zusammen dasselbe Buch lesen. Das kann es ja nicht sein. Weißt du, deswegen, also ich würde schon gerne wissen, was müsste ein Buch irgendwie für dich leisten, damit es irgendwie besser funktioniert irgendwie, und ist es für dich nicht auch möglich, dich darauf einzulassen, dass es trotzdem auch Dinge gibt, die du vielleicht nicht so verstehst, aber das irgendwie trotzdem von dem qualitativen, von dieser qualitativen Bewertung wegzunehmen. Ich verstehe genau, was du meinst. Ich bin gerade in Bayern und muss Leuten Antisemitismus erklären. Immer mal wieder. Oh, das ist hart. Ja, es ist sehr, sehr hart. Also es ist gerade eine schwierige Phase in meinem Leben. Und ich glaube, für meine Erfahrung ist, wenn ich muss einen Report, also ich muss erstmal sagen, ich bin eine glaubhafte Person und dann sozusagen, wir sind uns einig, hier sage ich dir, was du nicht weißt, weil du es nicht wissen kannst, weil du nicht jüdisch bist, also nicht du, sondern der Mensch in Bayern. Ich glaube, schwierig wird es, wenn eine Aussage, die für mich, für den anderen überprüfbar ist, überprüfbar falsch ist. Also, das ist auch mein Problem mit Şeyda Kurt an der Stelle, dass wenn sie anfängt, über Platon zu reden, den jeder lesen kann und jeder sagen kann, aber das stimmt doch nicht, wird sie als Figur nicht mehr so glaubhaft. Ich glaube, es ist wichtig, auf Common Ground erstmal zu sagen, das ist der Common Ground. Und jetzt meine ich nochmal zur Psychiatrie. Ich weiß nicht, wie es ist, im Psychiatriekomplex zu sein und schwarz zu sein. Habe ich keine Erfahrung mit. Aber ich weiß, was die Gesetzgebung ist. Und wenn die Gesetzgebung, dann muss sozusagen eine so schlagfertige, coole Figur wie Tu, muss sagen,
das ist nicht gesetzeskonform. Sie muss irgendwo reflektieren, damit wir wieder einen Common Ground haben, damit ich verstehe. Also wenn sie sagt, ich brauche nur den Zettel von dir unterschrieben, nein, das braucht sie nicht, es gibt ein gerichtliches Anhörungsverfahren. Wenn es das nicht gibt, muss sie reflektieren, dass mit ihr etwas passiert, was sozusagen, dass das Gesetz bei ihr anders greift. Sie muss mir sozusagen, ich brauche einen Moment, wo ich sagen kann, okay, da komme ich rein. Also sozusagen, wir sind uns beide einig, dass die Wand grün ist. Wir können uns erstmal darauf einigen, dass die Wand grün ist oder dass es hell gerade ist oder wir können uns auf Dinge einigen. Und wenn aber schon bevor diese Einigung, anstatt dieser Einigung etwas kommt, wo ich sage, aber Platon hat das nicht geschrieben oder aber so funktioniert Psychiatrie nicht, dann wird es sehr schwierig. Deswegen glaube ich sozusagen diese Einigkeit erstmal. Okay, aber jetzt dann nochmal, weil ich muss das von dem Platon-Ding jetzt wegnehmen, weil wie gesagt, dieses Ding mit Maison du Noir und Medizin, das Problem ist, dass wir das tatsächlich, wir wissen, dass es so ist. So, dass Black in Medicine weiß, dass es so ist. Wir wissen, dass diese Dinge so sind und jetzt kommen wir aber an ein ganz klassisches deutsches Problem. Dadurch, dass wir keinen Zensus haben, dadurch, dass wir keine Zahlen haben, die das belegen können, ist es nicht überprüfbar. Nee, das meine ich nicht. Was ich meine ist, dass das Buch einen gesetzlichen Rahmen, also man kann sagen, es gibt einen gesetzlichen Rahmen, der ist so und ich werde anders behandelt. Naja Ja, gut, aber diese Person ist jetzt in der Psychiatrie, sie ist suizidal, sie hat dieses oder jenes. Aber du hast ja eine dritte Person. Du würdest das Gesetzbuch nicht bei sich, oder? Ja, also ich finde das so ein bisschen schwierig, jetzt an dieser Stelle irgendwie Übermenschliches zu erwarten, irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich das so mitgehen kann. Da wären wir wieder in einer Erwartung von einer Außenposition, wo ich sagen würde so, nee, I mean, that's just how it goes ab der Stelle. Also da könnte ich dann mit dir nicht mitgehen. So irgendwie, warum brauchst du den Common Ground? Vielleicht hier würde ich tatsächlich die Diskussion ein bisschen unterbrechen, weil wir auch ein bisschen im Zeitdruck sind schon. Auch wenn ich euch tatsächlich gerne dabei stundenlang zuhören würde und auch daran teilnehmen. Aber ich würde jetzt tatsächlich weiterkommen zum letzten Buch und damit sind wir auch schon fast am Ende angekommen. Nämlich das Buch von Asal Dardan, Betrachtungen einer Barbarin. Das Buch ist ebenfalls 2021 erschienen. Und nimmt die Lesenden, oder zumindest habe ich es so wahrgenommen, vor allem in eine Welt voller Widersprüche und offener Fragen mit. Wie fandest du das Buch, Nele? Ich fand es ziemlich fantastisch. Ich fand es einen sehr schönen Umgang mit Fremdheit und Zugehörigkeit. Also ich fand sozusagen nicht, da ist nichts entweder so oder so, sondern es ist ganz viel in den Erfahrungen, ist in den Ambivalenzen. Es ist sozusagen auf der einen Seite sehr viel Zugehörigkeit. Also es ist ein Buch, was wahnsinnig viel mit Kanon agiert. Also was sehr, sehr viel, dann gibt es das Kapitel Bach fehlt und es gibt sehr, sehr viel, was ist, was ihr gelesen habt, das habe ich auch gelesen und es ist sehr viel, wo eine Gemeinsamkeit und das ist auch sozusagen diese Mischperspektive aus, auf der einen Seite ist die Autorin hat eine Migrationserfahrung, hat ist rassifiziert, kommt aus dem Iran, und hat jetzt nicht einen Bildungsbürger, Elternhaus, überhaupt nicht. Auf der anderen Seite sagt sie aber, naja, ich war auf dem Internat und habe diese Erfahrungen gemacht und habe deswegen auch eine Zugehörigkeitserfahrung, was anderes und ist sehr selbstkritisch. Also sagt dann auch, okay, das kann ich noch verstehen und das kann ich nicht verstehen und da gehöre ich nicht dazu. Und ich fand diese Zwischentöne, dass es so gar keine Selbstgerechtigkeit hat, sondern dass sie sagt, und da habe ich eine rassistische Erfahrung gemacht oder da wurde ich diskriminiert und gleichzeitig auch, und da habe ich einen Fehler gemacht. Also dass sie sowohl sieht, wenn andere mit ihr falsch umgehen, aber auch wenn sie vorurteilshaft oder zu aggressiv ist oder zu Unrecht was handelt. Ich fand das sehr, sehr schön in einem Buch wie diesem Figuren zuzulassen, die und auch vorzuheben, also abgesehen von natürlich, wie schön mit den Tanten und den Müttern und sozusagen diese Familientradition und diese auch was Matrilineares fast, wie sehnsüchtig darauf geblickt wird, aber dass dann in dem Buch trotzdem auch
in dem Kapitel Bach fehlt, sie darüber redet, wie ein weißer Mann ihre Mutter unterstützt hat, sie unterstützt hat, immer für sie da war und wie sie ihn vermisst und das einfach so stehen gelassen werden kann. Und man merkt ihr an, dass es ihr das, was ihr Anliegen ist gegen Verallgemeinerungen. Also, dass sie jeden Einzelnen als ein Einzelnes sehen will. Und trotzdem sagen kann, es gibt aber es gibt aber Strukturen, es gibt strukturellen Rassismus. Also auf der einen Seite ja, jedes Individuum einzeln bewerten, auf der anderen Seite feststellen, dass es aber Strukturen gibt. Und dieses Zwischenspiel, das fand ich sehr, sehr fantastisch. Abgesehen davon fand ich es fantastisch geschrieben. Gab ganz tolle Sätze, tolle Gedanken. Ich hatte Tränen in den Augen und fand es, also ja, ich war begeistert. Dankeschön. Mariam. Ja, darin ging es mir ähnlich. Also es sind wunderschöne Essays. Erstmal, es ist ein Essayband. Also sie beschreibt die Figuren, von denen Nele gesprochen hat, das sind die Frauen ihrer Familie, eine irakisch-assyrische Familie, auch wenn sie mit ihren Eltern aus dem Iran ausgewandert ist. Und diese Essays sind wirklich, die sind sprachlich wahnsinnig schön. Es ist eine wahnsinnig organische Bewegung zwischen dem Persönlichen und den DenkerInnen, mit denen sie sich auseinandersetzt und irgendwie den Gegenständen, die sie betrachtet. Das ist irgendwie, das liest sich wahnsinnig gut. Das ist so eine wahnsinnig organische Schreibbewegung irgendwie. Das fand ich ganz, ganz toll. Und ja, also wie soll ich das sagen? Ich habe auch einen persönlichen Bezug irgendwie zu diesem Buch, der war sofort da. Ich habe einen ähnlichen Hintergrund wie Asal, also ich habe auch einen teils iranischen Background und wir kommen aber aus den entgegengesetzten Enden der Geschichte sozusagen. Asals Familie kommt von der Seite der alten Regimeprofiteure unter dem Pahlavi-Regime. Mein Vater ist vor diesem Regime geflohen und sie geht damit wahnsinnig offen um. Sie geht damit empathisch um. Also ich fühle mich da irgendwie absolut als Leserin mit meiner Biografie irgendwie nicht ungesehen oder so, ganz im Gegenteil. Und ja, sie kämpft für einen individuellen, postmigrantischen und empathischen Blick auf das Individuum, also postmigrantisch jetzt für sich gesehen und für einen Blick und eine Gesellschaft, in der jeder Mensch angenommen ist, so wie sie sind. Und das finde ich wahnsinnig toll. Manchmal habe ich das Gefühl, das ist aber jetzt so was sehr, sehr stark Inhaltliches und da würde ich ihr überhaupt nicht widersprechen, sondern ich würde sozusagen irgendwie ein weiteres Narrativ daneben stellen wollen, dass sie sich halt aus ihrer Biografie absolut, die sie darlegt, absolut nachvollziehbar, jeder sozusagen Community-Zugehörigkeit irgendwie verweigert und entziehen möchte. Und das ist auch, ich gestehe, ist ihr absolut zu und bin damit empathisch. Ich möchte aber sozusagen etwas daneben stellen und sie schreibt an einer Stelle, dass es ihr künstlich und falsch vorkommen würde, wenn sie jetzt anfangen würde, iranische Tradition zu googeln, Glückwünsche zu googeln und die dann irgendwie Verwandten zu schreiben, Rezepte nachzukochen und so weiter. Und das, also so, gestehe ich ihr vollkommen zu und sie legt auch absolut überzeugend dar, warum das irgendwie für sie so ist. Ich möchte aber auch sagen, Identität und auch Community-Zugehörigkeit ist etwas, was wir selbst bestimmen können. Und wir können uns das auch selber kreieren, wir können uns auch selber einer Community zugehörig fühlen. Und das kann auch in zweiter, dritter, x-ter Generation passieren, wenn wir das denn so möchten. Und das kann auch über einen intellektuellen Zugang passieren. Ich musste an Mitu Sanyals Identity denken,
hätte ich auch wahnsinnig gerne diskutiert, aber gut, es ist auch, also ich bin mit der Auswahl vollkommen einverstanden. Aber da heißt es an einer Stelle nämlich in einem Gespräch zwischen der Protagonistin Nivedita und ihrer Professorin, die sich als indische POC ausgegeben hat, aber eigentlich weiß ist. In dem Gespräch, bevor eben herauskommt, dass sie weiß ist, sagt Nivedita, ich paraphrasiere, dass sie ja keinen Bezug hat zu ihrer Heritage, zu ihrem Indischsein und so weiter, dass sie nicht so richtig weiß, was das ist, das greifen kann. Und dann sagt ihre Professorin, du bist eine Denkerin. Gehe da so heran, wie du an alles herangehst. Nimm diese Bücher und geh in die Welt und kreiere dir sozusagen deine Identity und deine Welt. Und das ist ein Approach, den ich auch absolut legitim finde. Und da möchte ich so ein bisschen an diesen Begriff der Natürlichkeit, Unnatürlichkeit irgendwie, da möchte ich so ein bisschen dran kratzen und sagen, dass das auch in Ordnung ist. Aber ich bin mir 100%ig sicher, dass Asal mir da nicht widersprechen würde. Vielen Dank. Jacinta, wie fandest du das Buch? Ich glaube, dass dieses Buch war mein Lieblingsbuch von allen 4 und ganz plakativ nur deswegen, weil ich mich am meisten identifiziert habe mit der Ich-Erzählerin. Also mit diesen Traditionen, die sie nicht mag, das kann ich verstehen, ne? Weil ich habe was verloren. Ich bin mixed und sie ist nicht mixed, aber ich denke, wegen der Flucht oder sowas hat sie eine Lehrer, like there's something missing, you know? Und damit habe ich mich viel identifiziert und dann auch es klingt fast wie ein Oxymoron, ne? A woman of color expat, aber sie hat sich für dieses Leben entschieden, ne? Und dann, ja, ich habe es sehr interessant gefunden und mich auch gesehen da, wo sie ist. Und ich frage mich, warum sie und warum ich nicht diese alten Traditionen, warum wir diese bewusste Entscheidung nicht getroffen haben. Ich habe diese bewusste Entscheidung nicht getroffen und ich habe nie bewusst das nicht bewusst entschieden, aber ich kann euch nicht erzählen, was der Unterschied ist zwischen dem Ganesh-Fest und Diwali zum Beispiel. Und es ist traurig. Ich finde, dass das Buch auch traurig ist. Ja, es hat auf jeden Fall, schwingt da immer eine große Melancholie mit. Ja. Da habe ich mich auch total drin wiederfinden können. Aishan, ich habe mal in einem Taz-Interview von dir gelesen, dass du Angst hast, dass nur eine Facette von dir gesehen wird. Und Nele und Mariam haben das gerade so schön beschrieben, dass versucht wird, ganz individuell auf den Menschen zu schauen in diesem Buch. Hast du dich in diesem Buch wiedergefunden? Erstmal, es ist auch wahnsinnig schwierig, das ohne Bias zu sagen, weil ich Asal einfach total toll finde. Deswegen, dieses Buch zu preisen, fällt mir an dieser Stelle wirklich leicht. Es ist aber auch tatsächlich aus dieser Auswahl heraus auch das Schönste, auch das lyrisch am besten gelungenste. Und es ist halt einfach wirklich sprachlich schon so gut. Und es ist mir ähnlich gegangen wie Nele. Wir sind uns sonst bei kaum was einig. Aber ich habe tatsächlich auch, mir sind sofort die Tränen gekommen, gleich im ersten Kapitel. Und ich dachte so, okay, wow. Das dazu. Ich glaube, dass es gut ist, sich für individuell auf die Menschen zu schauen, irgendwie auszusprechen. Ich glaube aber für mich zum Beispiel, was mich an dem Buch so abgeholt hat, war so eine Stimme zu hören aus dem Raum dazwischen.
So, also das war für mich total gut als jemand, der halt keinen Zugang zu der Kultur hat, die mich rassifiziert. Ich kann kein Lingala. Ich war einmal in meinem Leben in der Demokratischen Republik Kongo, im Sudan war ich noch nie. Ich bin mit einer weißen Mutter sozialisiert irgendwie und ich glaube, ich wusste bis vor 5 Jahren nicht mal wirklich, ob ich schwarz bin. Deswegen ist dieses Taz-Interview für mich insofern fast ein Trigger. Weil, nee, gar nicht, aber weil dieses Interview zum ersten Mal mich so darauf gestoßen hat, dass in genau diesem Interview ist es mir klar geworden und als ich das redigiert habe, dann nochmal, weil ich habe den ersten Draft bekommen und gesagt, das kann so nicht rausgehen. Irgendwie, das geht so nicht, ich möchte mich so nicht darstellen lassen. Und es ist mir klar geworden, dass ich als Künstlerin selber immer erstmal die ganzen Fragen über warum ich so aussehe, wie ich aussehe, warum ich hier bin, warum ich in diesem Raum mich gerade aufhalte, das muss ich alles die ganze Zeit machen. Ich kann nicht einfach in einen Raum kommen und sein. Das geht nicht. Und es war für mich tatsächlich eine super schwierige Zeit, so, die halt irgendwie, und das war in Kontinuität, stand das mit davor, gab es einen Vorfall mit rassistischer Polizeigewalt und so weiter und so fort. Also es war so die Zeit meines Black Coming Outs, wenn man so möchte. Und als ich dieses Interview gegeben habe, 2017, da war ich halt einfach echt noch nicht on point, muss man halt einfach auch sagen. Oder 2018 war das, ne? Ja, scheiße. Deswegen, das ist irgendwie, wir müssen das eigentlich rausschneiden, dass das dieses Interview jemals gegeben hat. Eigentlich möchte ich nie wieder drüber reden. Nein, aber Spaß. Lass mich das nochmal zu Ende denken. Deswegen fand ich tatsächlich das unfassbar schön, gleichzeitig aber auch dann zu sehen, dass es auch trotzdem, weil es gibt ja dann auch noch so eine Generation irgendwie, also wenn ich jetzt mit meinen Geschwistern rede, also mit meinem Bruder rede, der ist Mitte 20 und für ihn ist es total easy, irgendwie seine afrodiasporische Kultur zu leben. Der ist schwarz, der ist in Deutschland irgendwie. Ich bin jemand, der irgendwie noch in den 80ern irgendwie groß geworden ist, wo wir alle noch radikal irgendwie in Deutschland gibt es keinen Rassismus hinein, gegaslightet wurden. Und habe halt einfach einen ganz anderen Bezug zum Deutschsein. Habe auch immer versucht, mich da hinein zu assimilieren und war dann auch so, fand das so schön, das mit Assals Augen und Stimme nochmal zu erleben, dass es diese Art von Ankunft wahrscheinlich einfach nicht geben kann. So, das hat mich sehr, sehr berührt und dass es diesen Raum dazwischen durchaus gibt. Genau. Und ich glaube auch, dass der Zugang, was du gerade gesagt hast, Mariam, das ist ja dass man ja Zugang zu einer anderen Community vielleicht auch sich einfach auf intellektueller Ebene für sich beanspruchen kann. Ich finde es immer sehr schwierig, ich würde das weißen Menschen überhaupt nie sagen, weil dann sagen die, ja, siehst du, das mit deiner Identitätspolitik, das ist alles erfunden. Habe ich gar keine Lust zu. Diesen Eindruck möchte ich nicht vermitteln, weil es ja auch so viel mehr ist, tatsächlich. Also, wie wir zu unserer Identität kommen. Ne? Und natürlich ist es, glaube ich, Intellektualität, aber auch politische Haltung, mit der das auch verbunden ist. Und das muss natürlich mit der eigenen Identität zu tun haben. So, sonst funktioniert es halt einfach nicht. Man kann sich das nicht so zurecht konstruieren. Und ich glaube, die Möglichkeit, also wie man zu diesem Zugang kommt, glaube ich, hat auch ein bisschen was damit zu tun, wie die Beziehung zu den eigenen Wurzeln ist. Also wenn zum Beispiel ein reales Trauma vorliegt, so, das kann ich aus meiner Erfahrung sagen, funktioniert das tatsächlich nicht so gut. Und das war wahrscheinlich, da war ich auch ganz klein, das war auch eine Entscheidung, dass ich gesagt habe, okay, ich will damit gar nichts zu tun haben. So. Und das jetzt anzunehmen und jetzt Lingala zu lernen und so, ich habe angefangen, das zu machen, aber es wirkt auf mich tatsächlich auch konstruiert. Und ich finde es wahnsinnig schwierig und weiß dann nicht so, vielleicht ist das, wie du schon sagst, das ist, glaube ich, eine ganz heterogene Angelegenheit, auch das, was Community letztlich konstituiert, dass wir halt eben alle keine monolithische Politik haben, wie wir mit uns selber umgehen. Absolut, ja, total. Und das schreibt Assal ja auch. Und es hat auch einfach wahnsinnig viel mit der individuellen Biografie, wie du schon gesagt hast, mit der eigenen Erfahrung, eventuell Traumaerfahrung, mit der eigenen Familie zu tun. So. Und das legt sie ja eben
ich finde, absolut überzeugend dar, ohne jetzt irgendwie zu egozentriert oder exhibitionistisch zu sein, sondern in genau der richtigen Dosis, wie es irgendwie erzählerisch in diesen Essays und für ihre Politics Sinn macht. Und ja, man nimmt ihr dieses Claimen für dieses Dazwischensein total ab und es macht totalen Sinn. Und ja, es ist ganz, ganz wichtig, dass es diese Stimme gibt. Und ich glaube aber, dass sie zum Beispiel, sie schreibt ja auch explizit, dass sie eben in keiner Community groß geworden ist, eben wegen dieser schwierigen Einwanderungsgeschichte ihrer Eltern, weil im Grunde eben sie aus einer Täterposition ausgeflohen sind, sie eigentlich eben Community gemieden haben. So. Und von daher kann sie aus ihrer Schreiberinnenposition diese Dose gar nicht öffnen. Aber ja, ich glaube, es ist einfach sozusagen, das ist meine persönliche Erzählung. So, es gibt auch Communities dazwischen. So, und man eben genau diese diasporischen Communities, die brauchen ihre eigenen Erzählungen. Und das ist eben einfach ein Raum, der viel zu wenig Raum in unserem ganzen Diskurs einnimmt, der zu wenig Raum in Erinnerungspolitik einnimmt, in überhaupt sozusagen der Diskussion darüber, wer irgendwie überhaupt diese Communities überhaupt sind. So, natürlich gibt es nicht die Community, es gibt irgendwie nicht die iranische, die türkische, die kongolesische Communities oder so. Es gibt die diasporischen, es gibt so viele verschiedene. Und ja, ich glaube, das wäre einfach nur eine andere Version und da würde Assal überhaupt nicht widersprechen zu sagen, dass es sich auch eben Communities in between irgendwie bilden. Und sie macht sozusagen ihre eigene Community irgendwie auf. Und ich glaube, da können wir uns irgendwie drin wiederfinden. Und ja. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, das ist tatsächlich auch, was ich so spannend an diesem Buch finde, ist ja, dass wir uns hier an dieser Stelle wirklich auch alle so ein bisschen einig werden konnten. Das heißt, also Raum für Solidarität ist da ganz, ganz viel. Ja, und das genau. macht diesen Essayband, glaube ich, so stark einfach. Ich glaube, das ist auch das beste Schlusswort, was wir finden können. Und ich möchte mich nochmal ganz, ganz herzlich bei euch bedanken für das solidarische Diskutieren, auch das solidarisch sich uneinig sein. Vielen Dank fürs Zuschauen beim kritikablen Queertät.